Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem sehr interessanten Webinar in Zusammenarbeit mit der Firma Urich. Abwasserwärme nutzbar machen, Planungssicherheit für Abwasserwärmetauschersysteme dank Polysan. Hierbei handelt es sich um ein neues Feature und wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass Sie so großes Interesse an diesem Thema haben. Es ist in der Tat ein sehr spannendes Thema, denn in urbanen Räumen gibt es ja häufig nicht viele Möglichkeiten, erneuerbare Energien zu nutzen, und da bietet sich das natürlich an. Ich möchte Ihnen kurz unsere heutigen Referenten vorstellen. Also mein Name ist, wie gesagt, Andreas Wolf. Ich bin International Sales Manager bei Velas Solaris. Es freut uns sehr, Herrn Ruven Zeus von der Firma Urich begrüßen zu dürfen, der uns den Abwasserwärmetauscher selbst vorstellen wird. Und im Anschluss daran wird Hanna Gäbelein über den Abwasserwärmetauscher in Polysan referieren. Unser Programm sieht also in etwa so aus. Eine Stunde haben wir insgesamt Zeit. Ich werde jetzt zuerst einmal kurz auch noch unsere Firma und das Programm selbst vorstellen. Einige von Ihnen kennen unsere Firma vielleicht noch nicht oder die Software Polysan noch nicht, sodass Sie wissen, worum es sich handelt. Grundsätzlich einmal. Und dann werde ich, wie gesagt, an Herrn Zeus übergeben, der dann den Abwasserwärmetauscher vorstellt. Und dann, wie gesagt, Frau Gäbelein zu dieser neuen Komponente in Polysan. Abschließend haben wir auch eine Fragerunde. Sie sehen vielleicht in Ihrem Control Panel den Abschnitt Fragen. Dort können Sie Fragen schriftlich einstellen und wir werden die dann in dieser Fragerunde beantworten. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Sie erhalten 24 Stunden nach dem Ende dieses Webinars eine automatische E-Mail mit einem Link, unter dem Sie sich das Webinar noch einmal anschauen können. Und falls Sie heute noch keine Fragen haben, ist es natürlich nie zu spät. Sie können uns ja dann im Anschluss auch noch kontaktieren und wir können dann auch individuell das Thema vertiefen. Unsere Firma Velas Solaris ist Marktführer im Bereich der Simulation von Energiesystemen, ist im Kanton Zürich in der Schweiz beheimatet, in der Stadt Winterthur und wurde ursprünglich 2006 als Spin-off des Instituts für Solartechnik SPF der damaligen Hochschule Rapperswil gegründet. Heute heißt diese Hochschule, weil sie mit anderen Hochschulen zusammengeschlossen worden ist, Ostschweizer Fachhochschule. Polysan wird ausschließlich in der Schweiz entwickelt und von der Schweiz aus vertrieben, aber weltweit genutzt. Wir haben aktive Nutzer in über 40 Ländern. Die Software ist in 12 Sprachen erhältlich. Und wenn Sie eine Lizenz, eine Polysan-Lizenz erwerben, dann können Sie jederzeit von einer in die andere Sprache umstellen. Die Software ist aber nicht nur polyglott, sondern sie ist auch polytechnisch sozusagen. Also wir decken alle Technologien ab. Es ist eben besonders spannend, dass bei Polysan Wärme und Elektrotechnik miteinander verknüpft werden können. Also Sie können in einem System, nicht nur in einer Software, sondern in einem System ganzheitliche Systeme planen, indem Sie zum Beispiel Photovoltaik mit Solarthermie kombinieren oder PVT einsetzen, Luft-Wasser-Wärmepumpen simulieren, Geothermie, Erdwärmesonden, auch Kraft-Wärme-Kopplung. Also es ist alles Mögliche drin und dadurch können Sie eben Energiesysteme planen, die die gesamte Haustechnik abdeckt. Zusätzlich jetzt eben auch noch mit dem neuen Feature Abwasserwärmetauscher, das wir heute vorstellen werden. Wir verkaufen allerdings nicht nur die Software, sondern wir bieten auch Serviceleistungen im Bereich der Energiesystemsimulation an, Support, Schulungen, Projektberatung. Also selbst wenn Sie noch keine Polysan-Lizenz haben, können Sie sich gerne an uns wenden, wenn Sie ein komplexes Projekt im Bereich der Energiesystemsimulation haben. Wir helfen Ihnen dort gerne weiter.
Wir werden heute natürlich noch die Benutzeroberfläche vom Polysan sehen. Frau Gebelein wird die dann vorstellen, aber hier haben Sie schon mal einen ersten Eindruck, wie so etwas aussieht. Hier sehen Sie zum Beispiel eine PVT-Anlage in Kombination mit Wärmepumpe und Erdwärmesonden, 2 Pufferspeichern für Warmwasser und Gebäudeheizung, natürlich auch unter Berücksichtigung des Elektroverbrauchs im Haushalt und auch Elektromobilität. Wie gesagt, die Kombination von thermischen und elektrischen Energieerzeugern und Verbrauchern, das sehen Sie hier auf einen Blick, ist eben besonders interessant in Polysan. Aber darüber hinaus sind auch die Steuerungskonzepte sehr wichtig. Sie sehen hier zum Beispiel diese Kästchen und das sind einzelne Steuerungen und dadurch können Sie eben auch Ihre Systeme optimieren und steuerungstechnisch so auslegen, dass Sie das Bestmögliche rausholen. Es geht ja nicht nur darum, verschiedene Komponenten miteinander zu kombinieren und dann zu hoffen, dass alles gut geht, sondern es muss natürlich auch austariert werden und das kann man mit Polysan sehr gut machen. Darüber hinaus haben wir umfangreiche Simulationsergebnisse von übersichtlichen Jahres- oder Monatswerten bis hin zu präzisen und transparenten Zeitschrittwerten. Sie können also wirklich auch im Detail überprüfen, was im System gerade passiert, von einem Zeitschritt zum nächsten. Wenn Sie Polysan noch nicht kennen, können Sie es natürlich auch gerne testen. Sie können auf unsere Webseite gehen, www.velasolaris.com. Dort finden Sie die Möglichkeit, eine Testversion herunterzuladen. Oder wie gesagt, Sie können uns jederzeit kontaktieren unter info@velasolaris.com. Jetzt möchte ich aber keine weitere Zeit verlieren und Herrn Zeus gerne bitten, uns jetzt in das heutige Thema einzuführen. Wie gesagt, den Abwasserwärmetauscher. Und möchte also jetzt Herrn Zeus bitten zu übernehmen. Freue mich auf seinen Vortrag. Schon mal vielen Dank für die Einführung. Bei mir ist jetzt leider gerade die Webcam ausgefallen. Wie es mit der Technik so ist, will es manchmal nicht, aber das soll uns jetzt nicht abhalten, dann die Präsentation zu teilen. Ich werde jetzt gleich mal meinen Bildschirm teilen und dann werde ich Sie ein bisschen durch die Abwasserwärmenutzung führen und Ihnen einen Eindruck vermitteln, was jetzt mit dieser Software dann entsprechend in der Realität quasi umgesetzt werden kann. So, Sie werden jetzt gleich, Sie sehen jetzt einen Bildschirm, wahrscheinlich ja, genau, den falschen. Den sehen wir jetzt, das ist sehr gut. Und ja, machen Sie sich keine Sorgen über die Webcam. Wie gesagt, das Wichtige ist ja, dass wir Ihren Beitrag sehen können, Ihre Folien, und das ist der Fall. Perfekt, alles klar. Okay, super, dann starte ich direkt. Und, bitte. Dann starte ich direkt. Also das Thema heute ist ja wie angesprochen die Planungssicherheit für Abwasserwärmetauscher dank Polysan. In das Thema Polysan wird ja die Frau Gäbelein gleich eintauchen. In das Thema Abwasserwärmetauscher werde ich jetzt reinstarten. Kurz zu uns, also wer wir sind ein deutsches Unternehmen im Abwassersektor, gar nicht so weit weg von der Schweiz tatsächlich, also Geisingen kurz vor der Schweizer Grenze. Unser Fokus ist als Unternehmen ursprünglich komplett auf dem Tiefbau gewesen, da vor allem mit dem Bau großer Abwasserkanäle im urbanen Raum. Also wir haben uns dem Thema Abwasserwärme eben vom Tiefbau her beziehungsweise von dem Thema Kanalbau her genähert, also nicht von der energetischen Seite, sondern von der Expertise für das Medium Abwasser an sich. Wir machen aber auch als Unternehmensgruppe Kanalsanierungsmanschetten, Anbauverdichter und, das ist ja der Grund, warum wir heute gemeinsam zusammensitzen, eben die Wärmetauscher. Wir haben rund 120 MitarbeiterInnen, sind gegründet worden in 1964, also dementsprechend jetzt schon entsprechend der Erfahrung vorzuweisen, über 60 Jahre. Tätigkeitsfeld ist weltweit, der eine Unternehmensbereich mehr, der andere ein bisschen weniger, aber alle schauen wir natürlich über den Tellerrand hinaus. Und grundsätzlich zeichnet uns als Unternehmensgruppe beziehungsweise auch uns jetzt als UREG Energie Teil der Unternehmensgruppe aus, dass wir mit Innovationen und Patenten
da entsprechend an Probleme herangehen und Probleme lösen wollen, also den Kunden entsprechend die Probleme, die sich vielleicht stellen, bestmöglich lösen, helfen wollen. Das Thema Energie aus Abwasser bespielen wir seit 2007 mit unserem patentierten Termliner-System. Seit über 15 Jahren haben wir damit jetzt auch die älteste Anlage in Betrieb, also dementsprechend jetzt auch schon umfangreiche Betriebserfahrungen gesammelt. Seit über 15 Jahren bauen wir Wärmetauscher ein. Dementsprechend haben wir jetzt auch schon über 120 Anlagen europaweit installiert und die werden täglich mehr. Dementsprechend sind wir, was die Technik angeht, Wärme aus dem Kanal zu ziehen, der Marktführer in Europa mit einer rasant steigenden Nachfrage. Es ist natürlich im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, auch in Nachbarländern so, dass das Thema erneuerbare Wärme da ein zuletzt gesteigertes Interesse vorweisen konnte und dementsprechend natürlich auch die Nachfrage nach Wärmelösungen, die auf erneuerbare Wärme setzen, gestiegen ist, was aber da oft ein bisschen untergeht, weshalb wir auch das Thema eher Energie aus Abwasser und nicht Wärme aus Abwasser nennen, ist, dass natürlich auch so Anlagen zum Kühlen eingesetzt werden können und teilweise nicht nur zum Heizen und mit Kühlen als Abfallprodukt, sondern teilweise tatsächlich auch nur zum Kühlen eingesetzt werden. Dementsprechend man die Energie aus dem Abwasser zum Heizen oder zum Kühlen nutzen kann, mit dem Fokus natürlich aufs öffentliche Kanalnetz. Also vereinzelt sind da schon auch mal Industriekanäle dabei, die man sich anschaut, aber es geht meistens darum, um höhere Abwassermengen, die dann im öffentlichen Kanalnetz vorhanden sind. Und da schauen wir uns als Verbraucher dann sowohl Gebäude als auch Wärmenetze mit ganz unterschiedlichen Nutzungsprofilen an. Also die Gebäude müssen jetzt nicht irgendwie Wohngebäude sein, sondern das sind Gewerbeimmobilien, das sind Schulen, das können Krankenhäuser sein, das können natürlich auch die klassischen Wohngebäude sein. Das können auch Multinutzungen sein, wo dann innerhalb von einem Großgebäude, das angeschlossen wird, auch mehrere Nutzungsprofile vorhanden sind. Alles lässt sich mit Abwasserwärme heizen oder auch kühlen oder beides. Anlagengrößen sind typischerweise zwischen 50 Kilowatt bis hin zu mehreren Megawatt. Wir haben auch Anlagen, also unsere Referenzliste finden Sie auch auf der Webseite, die kleinere Leistungen mitbringen. Aber in der Regel ist es so, dass eine wirtschaftliche Projektierung von einem Wärmepumpensystem mit Abwasserwärme einfach ab 50 Kilowatt dann Sinn macht, weil man natürlich von, ich sag mal, bestimmten Genehmigungsprozessen, bestimmten Bauprozessen spricht, die unterhalb von 50 Kilowatt an einfach zu hohe Fixkosten verursachen. Aber wie gesagt, auch da Ausnahmen von der Regel möglich. Wir haben auch Anlagen, die 30 oder 40 Kilowatt groß sind. Einen Schritt zurück, warum überhaupt Energie aus Abwasser betrachten. Also erneuerbare Wärme ist ja jetzt nicht festgelegt, dass man sich dann nur Abwasser anschaut. Da gibt es ja ein paar bekanntere, größere Geschwister zu. Trotzdem bringt Energie aus Abwasser da ein paar Vorteile mit, die die Geschwister, zu denen ich dann später noch komme, nicht unbedingt mitbringen. Das ist beispielsweise einer der Gründe ist das attraktive Temperaturniveau. Also Heizen und Kühlen ist mit Wärmepumpe hier gut möglich, weil man im Winter ein sehr warmes Medium vorfindet im Verhältnis zu beispielsweise der Außenluft und sogar zu bestimmten Grundwassersituationen und umgekehrt dann wiederum im Sommer, gerade im Verhältnis zur Außenluft, sehr kühle Temperaturen vorfindet, wo man dann mit eine gute Energieversorgung bereitstellen kann. Vielleicht wichtig für den Hintergrund, warum wir den Begriff Abwärme nicht so gern benutzen, sondern das Ganze als erneuerbare Energiequelle bezeichnen, auch wenn es in der Praxis wenig Unterschied macht, macht es teilweise, was Förderrichtlinien angeht, einen Unterschied. Abwasser ist in der erneuerbaren Energiedirektive und im Gebäudeenergiegesetz jetzt für den deutschen Raum relevant als Umgebungsenergie und Umweltwärme eingestuft und eben explizit als erneuerbare Energiequelle und nicht als Abwärme. Ist aber natürlich, wie gesagt, im technischen Auslegungsfall oder gerade wenn wir jetzt von der Simulation sprechen, natürlich total unerheblich, wie man es dann am Ende bezeichnet, mag nur für den Fördergeber teilweise eine Rolle spielen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Infrastruktur vorhanden ist. Also wir haben in Deutschland tausende Kilometer Kanalnetz und auch tausende Kläranlagen. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht dran gehängt, um sie nicht zu überfallen, aber Kläranlagen sind beispielsweise um die 9.000 in verschiedensten Größen und ich meine, dass es so um die 600.000 Kilometer Kanalnetz sind. Größenordnung aber natürlich enorm hoch und das Ganze dann zusätzlich in der Schweiz, in Österreich, im kompletten europäischen Raum in sehr, sehr großem Umfang vorhanden. Und die Zahlen habe ich zwar nur für Deutschland, aber die gelten so natürlich
schätzungsweise auch für den restlichen deutschsprachigen Raum ungefähr 5 bis 15% des Raumwärmebedarfs in Deutschland lassen sich mit Abwasserwärme decken, was, wenn man mal konkret wird, dann ungefähr 40 bis 113 Terawattstunden Energie bedeutet, also dann doch eine ganz stattliche Energiemenge, die sich über diese Technologie oder über dieses Konzept, sage ich mal, bereitstellen lässt. Und mit einem großen Vorteil, nämlich dass Abwasserwärme natürlich genau dort stark ist, wo viele Leute sind. Also man mit anderen Wärmequellen, gerade mit Geothermie zum Beispiel, ja immer einen gewissen Flächenfußabdruck mitbringt. Und da möchte man natürlich dann möglichst wenig Bebauung haben, wenn es geht. Und steht damit dann so ein bisschen in einem Flächenkonflikt. Bei Abwasserwärme ist es gerade umgekehrt. Da hat man gerade, wenn viele Leute vorhanden sind, auch viele Leute, die Abwasser produzieren auf der einen Seite und viele Leute, die Wärme benötigen auf der anderen Seite. Dementsprechend ist man im urbanen Raum da mit Abwasserwärme in der Lage, gute Wärmeversorgung oder Kälteversorgung bereitzustellen. Kurz, ich hatte es ja schon angesprochen, den Vergleich zu Geothermie oder Luft. Geothermie mal beispielhaft aufgezeichnet, da gibt es natürlich Schwankungen in den Temperaturen, die vorangestellt zum einen täglich sein können, je nachdem wie tief die Kollektoren oder die Sonden verlegt sind, beziehungsweise saisonal, weil sich mein Untergrund natürlich dann im Jahresverlauf abkühlt und aufheizt. Ähnliches kennt man natürlich auch von der Luft. Da habe ich jetzt beispielhafte Messdaten mal rausgenommen von irgendeinem Zeitraum 2020, wo man dann natürlich im Jahresverlauf eine Tendenz sieht und auch im täglichen Verlauf, wenn die Sonneneinstrahlung auftritt. Da erzähle ich Ihnen ja nichts Neues. Das sind alles Dinge, die Ihnen bekannt sind, beziehungsweise die sich ja auch leicht erfühlen lassen. Warum ich das Ganze anspreche, ist, dass das Ganze auch im Abwasser zu beobachten ist, in geringerem, aber natürlich trotzdem Ausmaß. Also man hat im Saisonalverlauf einen gewissen Trend drin, weil das Abwasser, das anfällt, natürlich nicht im luftleeren Raum anfällt. Einerseits wird ja die Wasserleitung hin zum Gebäude durch den Boden transportiert, andererseits fallen dann auch die Abwassermengen in den Kanal hinein, der dann wieder im Boden vorhanden und lokalisiert ist. Dementsprechend ist man natürlich ein Stück weit nicht losgelöst von dem, was in der Welt passiert. Aber man sieht es jetzt schon deutlich, wir bewegen uns hier jetzt mal, das ist tendenziell eher warmes Abwasser, bei 23 Grad, so in der absoluten Spitze. Und bei, ich sag mal, 13 Grad im Trockenwetter, da komme ich gleich noch zu, was das bedeutet, warum diese Unterscheidung wichtig ist, weil es kann natürlich in Einzelfallereignissen auch mal ein bisschen kälter werden, gehe ich gleich drauf ein. Aber man sieht solche Verläufe auch ein bisschen im Tagesverlauf, aber natürlich mit Temperaturschwankungen, die nicht so extrem ausfallen wie im Luftbereich. Wir reden hier von zwischen absoluter Tagesspitze und absolutem Nachtminimum von 4 Grad. Und das ist auch standortspezifisch dann mal mitunter noch deutlich weniger. Es gibt dann noch ein paar individuelle Ereignisse, die zeigen sich hier auch in den Temperaturen, solche Temperaturausschläge nach unten. Das ist immer dann, wenn wir im Abwassernetz Regenfallereignisse haben und das Ganze ein Mischwassersystem ist. Es gibt verschiedene Abwassersysteme, da will ich Sie jetzt gar nicht mit langweilen, aber es gibt zwei grundsätzliche Unterscheidungsmöglichkeiten. Das eine ist ein Trennsystem, wo Abwasser, das aus dem Gebäude kommt, also Schmutzwasser und ein bisschen Fremdwasseranteil in einem Schmutzwasserkanal geführt wird und Regenwasser, das gar nicht die ganze Zeit anfällt, sondern nur, wenn es regnet, in einem separaten Kanal. Es gibt eben auch viele Kanalsysteme, gerade in älteren Kanalsystemen, die überwiegende Mehrheit, wo beide Abwasser gemeinsam geführt werden, wo dann sozusagen in einem Trockenwetterfall, wenn es nicht regnet, ein bisschen Abwasser drin ist, und ein bisschen ist natürlich relativ, das können auch mal ein paar 100 Liter pro Sekunde sein, werden wir gleich auf ein paar späteren Folien sehen. Aber da ist dann im Trockenwetterfall eben nicht der Kanal komplett voll, und wenn es regnet, dann kann da durchaus mal ein ganzer Bach durchgehen. Im Trennsystem ist es so, dass diese Effekte ein bisschen getrennt sind. Wir sind aber meistens im Mischwassersystem unterwegs und dementsprechend sieht man so Regenfallereignisse auf der Temperaturseite. Man sieht sie aber natürlich auch nicht nur auf der Temperaturseite, und das ist dann wieder die gute Nachricht. Oben dargestellt sieht man jetzt Abwasserfließmengen, unten sieht man die zugehörigen zeitgleichen Temperaturen. Links ist so ein normaler Tagesverlauf, wo man dann mal sieht, hier ist jetzt vielleicht irgendwie ein leichter Nieselregen passiert, ein bisschen mehr Abwasser. Dementsprechend ist hier mal so ein leichter Temperaturdip drin. Das muss sich auch nicht immer stark auswirken. Manchmal, und das habe ich jetzt für die Relation rausgepickt, das sind diese normalen Hügel hier links und rechts, die sind die gleichen Höhe wie hier. Und dann sieht man, dass hier plötzlich so ein Extremereignis mal zwischen rein grätscht, also extrem im
aus Plotsicht, nicht aus extrem Wettersicht. Da geht noch deutlich mehr durch diesen Kanal durch. Aber man sieht, dass eben im Regenwetterfall da dann auch mal mitunter deutlich mehr Abwasser im Kanal sein kann, eben weil hier jetzt viel Regenwasser eingetragen wird und dann sich dadurch diese Temperaturspitze erklärt. Beide Effekte wirken sich ein Stück weit auf die Performance vom Wärmetauscher aus. Wie man sich natürlich vorstellen kann, ist es für einen Wärmeentzug besser, wenn das Abwasser warm ist. Dementsprechend ist so eine Spitze nach unten jetzt natürlich nicht die Wunschsituation. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sich viel Wasser im Kanal wieder positiv auswirkt, weil die Geschwindigkeit zum einen gesteigert wird, mit der das Wasser durch den Kanal schießt und dadurch die Wärmeübertragung einfach deutlich verbessert wird. Und zum anderen hat es auch einen passiven Effekt, in Anführungszeichen, nämlich dass ein erhöhtes Abwasseraufkommen im Kanal den Kanal auch mal wieder freispielt. Das ist was man sich im Mischwassersystem auch zunutze macht, dass eben dort regelmäßig mal ein Spülschwall durchschwemmt und den Kanal dadurch ein bisschen reinigt. Das reinigt aber natürlich nicht nur einen Kanal, sondern reinigt auch einen Wärmetauscher und dementsprechend profitiert er dann davon, wenn er mal freigespült wird. Auf den Punkt gehe ich aber im Detail dann auch nachher nochmal ein. Nur so viel vorweg gesagt, wir legen den Wärmetauscher natürlich auf den Fall aus, dass er eben im Trockenwetter unterwegs ist. Das heißt, ein freigespült werden ist für den Wärmetauscher ein netter Bonus, ist aber kein Effekt, auf den man da irgendwie zählen muss. Grundsätzlich nochmal eine Ebene zurück, dass man sich so ein ganzes System mal vorstellen kann. Also welche Komponenten besteht so ein Abwasserwärmesystem grundsätzlich? Natürlich gerade auf der Wärmepumpenseite bzw. Heizzentralenseite werden Sie selber wissen, dass es jetzt stark vereinfacht dargestellt ist mit den ganzen Komponenten, die jetzt noch on top kommen, wie Pumpen, wie Ausdehnungsgefäße, wie Speicher. Aber grundsätzlich sind 3 Komponenten immer vorhanden, nämlich auf der einen Seite der Wärmetauscher, der im Kanal liegt, auf den wir jetzt gerade schon ein bisschen geschaut haben, was die Motivation angeht und gleich noch ein bisschen technisch schauen werden, der dann eben die Wärme aus dem Kanal entzieht oder dem Kanal Wärme zuführt, wenn man kühlen möchte. Dann haben wir die Anbindungsleitung, die den Wärmetauscher mit der Wärmepumpe verbindet. Die ist jetzt hier so dargestellt, als ob der Kanal direkt in der Straße vor dem Gebäude liegt. Das ist manchmal natürlich die Realität, aber kann auch eine Ausnahme sein. Dementsprechend ist es hier jetzt mal simplifiziert dargestellt, so dass der Kanal direkt neben dem Gebäude liegt, aber kann durchaus auch so sein, dass hier mal mehrere hundert Meter zwischendrin liegen, ist alles immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit, also was sich im Projekt noch als wirtschaftlich für ein Kontraktorenverhältnis beispielsweise realisieren lässt. Und die Wärmepumpe, die ist natürlich die einzige Regelkomponente oder die einzige nicht passive das ist die einzige nicht passive Element, weil der Wärmetauscher selbst, der ist im Kanal einfach gesteuert durch die Wärmepumpe. Also der hat jetzt keine beweglichen Teile, keine Anlagentechnik oder Anlagenmechanik. Und die Anbindungsleitung, auch wenn sie jetzt hier so prominent platziert ist, ist eben auch nur eine Leitung. Die Wärmepumpe ist dann das Element, wo die eigentliche Magie passiert, sage ich mal, wo dann eben die Umweltwärme auf ein im Gebäude nutzbares Temperaturniveau angehoben wird, beziehungsweise wenn gekühlt wird, dann aus dem Gebäude die Wärme abtransportiert wird und dem Wärmetauscher übergeben. Ein paar Dinge zu, wie solche Projekte aussehen. Viele von Ihnen kennen es vielleicht schon. Für ein paar von Ihnen ist es vielleicht auch neu. Es ist jetzt natürlich auch nicht umfänglich. Es gibt gefühlt so viele Betriebsmodelle oder generell Akteurenmodelle, wie es Projekte gibt. Aber grundsätzlich lässt sich unterscheiden, ob zwischen einem Contracting-Modell und einer Versorgung in Eigenregie. Also bei einem Contracting-Modell ist es so, dass ein Kontraktor, hier rechts dargestellt, die Investition in einen Wärmetauscher und die komplette Anlagentechnik übernimmt und den Endkunden oder die Endkunden mit Wärme und Kälte zu einem Festpreis beliefert, mit dem Vorteil, dass der Kunde oder die Kunden sich nicht um Energie im Sinne von, ich muss eine Investition tätigen und ich muss dann hier einen 20 Jahre Business Case durchrechnen machen müssen, sondern im Prinzip, wie man es beispielsweise von der Fernwärme gewohnt sein kann oder wenn man Gaskessel zu Hause stehen hat, wo man dann einfach auf die Gasbetriebskosten schaut. Genauso läuft es hier dann in diesem Modell auch. Und der Kontraktor, der hat dann wiederum als Partner die Systemlieferanten, wozu auch wir dann eben im Wärmetauscher gehören, hat natürlich als Partner auch die Planer, die Anlagentechnik planen und hat, das ist ein ganz wichtiger Akteur, wenn wir von Abwasserwärme sprechen, den Kanalnetz- oder Kläranlagenbetreiber, weil der natürlich die Infrastruktur besitzt und betreibt, aus der man dann die Wärme entziehen oder in die man die Wärme abgeben möchte. Und Beispiele für solche
Konstellationen wären jetzt Wärmenetze oder Mehrparteienhäuser. Und es ist eine Konstellation, die meistens bei großen Projekten zum Einsatz kommt. Wenn wir von mehreren 100 Kilowatt sprechen, ist es in der Regel kein Einzelkunde, der diese Wärme nutzt, sondern es sind meistens Kontraktoren, die dann die Wärme in handlichen Happen zerteilt an die Endkunden verteilen. Es geht aber natürlich auch ohne Kontraktoren. Das ist dann vor allem bei kleineren Projekten üblich, wo der Endkunde selbst in die Technologien investiert, die Technologien, also Wärmepumpe, Wärmetauscher, Anbindeleitungen, die ganze Peripherien der Heizzentrale, Monitoring und so weiter, und dafür dann den Auftrag erteilt. Und dann schließt der Endkunde selbst mit dem Kanalnetzbetreiber oder Kläranlagenbetreiber eine Nutzungsvereinbarung ab. Die Nutzungsvereinbarung kann, je nachdem, in welchem Verhältnis beispielsweise Kontraktoren und Kanalnetzbetreiber stehen, relativ umfangreich oder eben gar nicht umfangreich sein. Das kann manchmal auch sein, dass der Kontraktor Teilfirma von dem Kanalnetzbetreiber ist oder umgekehrt. Dann ist sowas erwartungsgemäß natürlich ein bisschen weniger umfangreich. Das sind häufig lokale Stadtwerke, aber eben nicht nur. Das sind häufig auch Energieversorger überregional. Und dann wird in so einer Nutzungsvereinbarung festgehalten, wie lange der Wärmetauscher eingebaut werden darf, wie lange der betrieben werden kann und unter welchen Bedingungen der eingebaut werden darf und alle möglichen Rahmenbedingungen. Dafür gibt es Muster, das ist alles leicht handelbar. So ein Projekt wird damit dann, wenn man die Konstellation vor Augen hat, ziemlich leicht umsetzbar. Zu unserem Wärmetauscher im Allgemeinen, beziehungsweise ein bisschen dann auf die Technik auf Folgefolien eingehend, um dass Sie besser verstehen, was mit dem Polysan-Modell da im Folgenden dann auch abgebildet werden kann. Unsere Wärmetauscher sind entwickelt für den Einbau in bestehende und neue Kanäle. Also es gibt auch natürlich immer mal wieder Neubaukanäle, aber ein Großteil des Kanalnetzes im deutschsprachigen Raum liegt ja schon. Und dementsprechend ist es eine Lösung sinnvoll, die auch in Bestandskanäle reingehen kann. Das ist natürlich dann nicht abhängig davon, ob jetzt das Gebäude, das man versorgt, ein Neubau sein kann. Also Wärmepumpensysteme kommen zumindest in Deutschland tendenziell immer noch verstärkt im Neubau und nicht so stark im Bestand zum Einsatz, sei es jetzt wegen Vorbehalten, sei es wegen mangelnden technischen Know-hows. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Wärmepumpensysteme vor allem im Neubau präsent sind. Der Kanal, in den man so einen Wärmetauscher reinsteckt, ist aber im Normalfall ein Bestandskanal. Auf das Kanalsystem wird der Wärmetauscher dann immer exakt abgestimmt, weil natürlich die Interessenslage die ist, dass der Kanalnetzbetreiber am Ende einen Wärmetauscher in den Kanal bekommt, der den Kanal auch nicht beeinträchtigt, eben dementsprechend auch keinen negativen Einfluss hat. Das Ganze kann einfach installiert werden über die vorhandene Schachtinfrastruktur, kann auch entsprechend einfach erweitert oder rückgebaut werden. Man kann es optional mit einem Monitoring-System versehen und hat, das ist jetzt rechts auch nochmal als Alleinstellungsmerkmal aufgeführt, einen geringen Wartungsaufwand, ist ein passives System, also hat keine beweglichen Teile, nimmt vor allem keinen externen Platz weg, wo man jetzt irgendwie in der Heizzentrale sich um jeden Quadratmeter prügeln muss, ist hier so ein Wärmetauscher, der im Kanal liegt, wo er ja gar niemand im Weg liegt, dann entsprechend nochmal ein Vorteil und ist eben im Kanal versteckelt, also ist dementsprechend auch unsichtbar untergebracht. Im Detail jetzt hier nochmal ein Bild, wie so ein Wärmetauscher dann in Realität aussieht. Das ist ein Wärmetauscher, der aus Modulen aufgebaut wird, dementsprechend im Kanal dann ohne Schweißen verbunden werden kann. Der Wärmetauscher besteht aus einem durchströmten Hohlraum, also diese Wärmetauscher-Oberfläche hier besteht aus 2 Platten und zwischen denen ist ein Hohlraum, durch den dann ein Medium durchfließt, strikt getrennt vom Außenraum, der vom Abwasser überströmt wird. Also Abwasser fließt hier oben drüber, Medium fließt zwischen beiden Platten durch, also wird durch die Rohre antransportiert, fließt durch die Platten durch. Das Ganze kann man sich vorstellen wie einen umgekehrten Heizkörper, also umgekehrt, weil ja Wärme meistens entzogen und nicht abgegeben wird wie beim Heizkörper. Da wird im Prinzip Medium antransportiert und dann in Teilströmen immer durch den Heizkörper, durch das einzelne Modul durchgeführt. Das Modul durchströmt die komplette Oberfläche oder das Medium hinterströmt die komplette Oberfläche, nimmt dabei die Wärme auf oder gibt die Wärme ab, wenn Kühlfall gewünscht ist und kommt dann abgekühlt oder erwärmt auf der Rücklaufseite an und wird dann wieder zur Wärmepumpe geführt. Die Abwasserströmung ist dabei projektspezifisch und da sind wir jetzt bei der Schnittstelle zum Polysan-Modell. Da gibt es dann ein paar Parameter, die man für die Simulation kennen muss, die aus der Auslegung rausploppen und die sind dann entsprechend einfach bereitstellbar. Ein paar installierte Termliner-Systeme, damit Sie sowas dann auch mal in
in Aktion sehen, beziehungsweise teilweise in Aktion. Was nämlich jetzt natürlich festgehalten werden muss, ist, hier ist noch die Wasserhaltung aufgebaut, also eine Abwasser-Wärmenutzung, wenn die im Bestandskanal stattfindet, hat ja trotzdem eine Abwasserüberleitung zu der Zeit. Das heißt, hier geht jetzt noch nicht so viel Abwasser durch, wie es dann im Regelbetrieb der Fall sein wird, aber es sind eben Wärmetauscher, die so aussehen. Warum ich jetzt die Projekte rausgegriffen habe, ist, die links ist zum Beispiel unsere leistungsstärkste Anlage, stand jetzt mit rund 2,1 Megawatt Entzugsleistung und mit einer Nutzung für Wohnung und Gewerbe. Rechts ist zum Beispiel spezifisch, weil es ein Wärmenetz versorgt und damit kein kaltes Nahwärmenetz, sondern tatsächlich ein Fernwärmenetz, also mit 80 Grad. Da ist noch eine Hackschnitzel-Aufspeisung mit dabei, aber eben die Abwasserwärme mit einer Wärmepumpe auch Teil des Wärmenetzkonzepts. Dann geht sowas zum Beispiel auch in Ausbaustufen. Also hier in Oldenburg, ist jetzt Zufall, dass wir da 2 Oldenburg-Projekte haben, aber die sind eben sehr fotogen. In Oldenburg haben wir einmal eine Anlage, die in 2 Stufen realisiert wurde. Also da wurde einmal 2015 eine erste Stufe gebaut und dann 2017 aufgesattelt. Und an einer anderen Stelle in Oldenburg haben wir zum Beispiel einen Kanal, wo nicht gebohrt werden durfte. Also es gibt immer mal wieder Kanäle, wo man durchdringungsfrei arbeiten muss. Auch sowas ist möglich mit Haltemanschetten. Die Haltemanschetten fertigen wir eben auch in eigener Regie, haben wir als eigenes Produkt ja auch in der Unternehmensgruppe, dementsprechend da eine gute Synergie, und dann lässt sich so ein Wärmetauscher ohne den Kanal irgendwie anzubohren befestigen. Sieht jetzt mittlerweile ein bisschen anders aus, die Manschetten hier sind ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das Grundprinzip ist genau das gleiche. Dann gibt es noch die Anbindung, die ist für, ich sag mal, die Anlagensimulation wenig relevant. Ein bisschen hat man natürlich noch einen geothermischen Resteinfluss, der ist aber gering, weil die Temperaturen hier jetzt nicht wie bei der Fernwärme enorm hoch sind. Dementsprechend hat man hier auch ungedämmte PE-Rohre, zumindest im Regelfall, weil die Temperaturen nicht sehr weit vom Erdreich verschieden sind. Umsetzung kann mal in offener, mal in geschlossener Bauweise mit einer Spülbohrung sein. Im Regelfall legt man die gerade so tief, dass sie aus der Frostgrenze raus sind. Und dann habe ich eben eine Vorlaufleitung, eine Rücklaufleitung und häufig noch so ein Monitoring-Leerrohr, wo ich dann Sensorkabel durchführen kann. Zum Wartungs- und Betriebsfall hatte ich vorhin schon mal kurz was gesagt. Also es gibt zum einen diesen Biofilm, der sich auf dem Wärmetauscher bildet. Der ist nicht vermeidbar, der bildet sich immer relativ schnell, ist aber ins Anlagendesign mit eingerechnet. Der wird auch in der Simulationssoftware entsprechend berücksichtigt als ein konstanter Verminderungsfaktor, sage ich mal. Und dementsprechend sind die Anlagen immer überdimensioniert, im Regenfall zum Beispiel, oder wenn dann mal zufällig alle 5 Jahre der Kanalbetreiber durch den Kanal fährt und spült, dann freut sich der Wärmetauscher mal kurz, weil der Biofilm dann vermindert ist aber kein Effekt, der jetzt unendlich lang anhält oder auf den gebaut werden sollte. Ist eher ein netter Bonus, wenn es mal der Fall ist. Verstopfung ist immer mal wieder ein Thema oder eben ein Nicht-Thema, das aufgebracht wird. Die Wärmetauscher sind so gebaut, dass sie keine Angriffspunkte bilden, dementsprechend da jetzt auch keine Verzopfungen oder Ablagerungen sich bilden. Wir kommen, wie gesagt, aus dem Kanalbau und wissen natürlich, wo man darauf achten soll und was da zu beachten ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass vor dem ersten Modul so eine Rampe eingebaut wird, und diese Rampe sorgt dafür, dass also die sieht man hier auf einem Bild weiter vorne auch, dass der Wärmetauscher nicht so eine Stufe bekommt, sondern die ist angeschrägt in Stromlinienform, dass das Wasser eben in den Wärmetauscherbereich gut übergeleitet wird. Und zum Wartungsfall bzw. zum Monitoringsfall, also die Wärmetauscher als passive Systeme, die aus Edelstahl bestehen, sind die wartungsarm. Man kann die Leistung leicht per eigenem Monitoring über die Gebäudeleittechnik beispielsweise nachverfolgen. Und zusätzlich bieten wir da Monitoring-Hardware für den Kanal, und bei Bedarf auch, ist überhaupt keine Notwendigkeit, wird auch nur in Einzelfällen mal gewünscht, regelmäßige Begehungen an. Zur Projektierung, auch mit Blick auf die Zeit, würde ich jetzt gar nicht so viel sagen. Es gibt aber grundsätzlich 2 Denkweisen, einmal vom Abnehmer auskommend und einmal von der Quelle auskommend. Da kann ich dann auch gern im Fragenteil ein bisschen mehr darauf eingehen, wie sowas stattfinden würde, wenn Sie da Interesse dran haben. Und dann gibt es eben noch die Herangehensweise, wie wir dann aus einer Idee, sage ich mal, ein konkretes Projekt machen. Wir haben eine Checkliste für Sie, die gibt es natürlich auch in Deutsch. Die haben wir jetzt, weil sie eben im Englischen gerade ein neues Format bekommen hat, die jetzt schon mal im Englischen reingepackt. Aber grundsätzlich ist die genauso auch in Deutsch verfügbar. Und da kann man dann die Punkte, die man kennt, alle schön einfügen. Und wir stellen dann aufwandsarm und schnell und vor allem unverbindlich und kostenlos eine Potenzialanalyse vor,
was da an dem Standort sich entsprechend entziehen ließe, was für eine Leistung da möglich wäre, auch zu welchem Preis so eine Leistung möglich wäre, und würden dann in dem Kontext eben auch, wenn Sie Zeichen geben, dass Sie die ganze Wärmetauschanlage mal simulieren wollen, die entsprechenden Simulationsparameter zur Verfügung stellen, die dafür dann noch notwendig wären. Und dann können Sie den Wärmetauscher entsprechend so in Ihrem System unterbringen, dass Sie eine Aussage treffen können, ob das sich für das Gesamtsystem so darstellen lässt oder ob da eben noch Anpassungen in der Auslegungssituation beispielsweise notwendig wären. Dementsprechend bin ich jetzt auch auf der Schlussfolie angelangt mit einer Zusammenfassung. Also zur Abwasserwärme, wie gesagt, es ist eine etablierte Technologie. Wir machen das Ganze jetzt schon seit über 15 Jahren und die Projekte sind aufgrund der der Erfahrung, die wir damit gesammelt haben, entsprechend auch technisch schnell umsetzbar. Also mitunter kann das mal zwischen, ich habe eine fixe Idee, Abwasserwärme nutzen zu wollen, bis hin zu der Abwasserwärmetauscher mit eingebaut unter einem Jahr möglich sein, was für Bauprojekte schon erhebliche Geschwindigkeit bedeutet. Solche Potenzialprüfungen sind möglich, indem man auf vorhandene und schnell erhebbare Daten aufbaut, und die paar Daten, die man dann noch verifizieren muss, lassen sich ebenfalls, also konkret Abwasserwerte, lassen sich auch ebenfalls in standardisierten Verfahren erheben. Und im Ergebnis lässt sich so eine mögliche Nutzung von Abwasserwärme schnell prüfen und auch so ein Projekt aufwandsarm durchdeklinieren. Der Abwasserwärmetauscher als Technologie hat als Relevanz, dass es verschiedene Stakeholder gibt. Also zum einen Partner, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben, die jetzt in einem Projekt für Abwasserwärme eben dann doch miteinander zu tun haben, nämlich die Stadtentwässerungsbetriebe und die Energieversorger, Kontraktoren oder eben Einzelnutzer, die Abwasserwärme nutzen wollen, wo dann natürlich auch Informationsasymmetrien bestehen häufig, die wir unterstützen abzubauen, nämlich auf der einen Seite seitens des Kanalnetzbetreibers häufig keine oder wenig Kenntnisse zu Energiesystemen vorhanden sind und umgekehrt bei Energieversorgern oder Energienutzern häufig kein Verständnis für den Kanal da ist. Bei beiden können wir unterstützen und sind da auch, wie der Track Record ja erfolgreich zeigt, auch in der Lage, da die Partner zusammenzubringen. Und wichtig ist es, dass diese Quelle eben mit den Infrastrukturbetreibern gemeinsam, also Kanalnetz- oder Kläranlagenbetreibern, erschlossen werden muss und dabei dann natürlich auf die Dynamik oder das Vorwissen von den jeweiligen Akteuren aufgebaut werden muss, wobei dann hier verschiedene Akteure unterschiedlich schnell sind. Also dessen muss man sich bewusst sein, aber wenn man diese Thematik eben verinnerlicht hat, dann lassen sich Projekte damit eben gut umsetzen. Die Schlussfolgerungen, also einerseits, man muss den Kanalnetz- oder Kläranlagenbetreiber frühzeitig kontaktieren, einfach damit die im Boot sind und sich als Partner begreifen, was in vielen Projekten ja erfolgreich gezeigt werden konnte und die Kanalnetz- und Kläranlagenbetreiber teilweise auch selbst die Anlagen betreiben oder vermarkten. Man hat ein paar technische Fragen zu klären, das lässt sich leicht machen, aber man muss eben wissen, welche Fragen man stellt. Dabei unterstützen wir auch gern. Und es gibt eben die Nutzungsvereinbarung auf der regulatorischen Seite, die dann nochmal das Verhältnis zwischen den Partnern, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben, an der Stelle standardisiert. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Hier habe ich jetzt auch mal unsere Ansprechpartner für die verschiedenen Regionen in Deutschland aufgegriffen. Und im Zweifelsfall sind Sie bei jedem an der richtigen Adresse, wenn Sie eine Frage oder eben Ergänzung oder auch ein konkretes Projekt haben. Ja, herzlichen Dank, Herr Zeus, für diese hochinteressante Präsentation. Vor allen Dingen hat mir unheimlich gut gefallen, dass Sie wirklich alle möglichen Teilbereiche abgedeckt haben, von der Planung bis zur Technologie. Sie haben uns sogar unter die Erde geführt und wir haben gesehen, dass Oldenburg ein besonders schönes Kanalnetz hat. Also das sind Einblicke, die man ja sonst nicht bekommt und wirklich hochspannend. Und Sie haben sogar schon die Fragen einiger Teilnehmer erfasst. Das ist super. Also ganz herzlichen Dank dafür. Bevor wir aber zu den Fragen kommen, möchte ich jetzt erst einmal zum Polisan-Teil kommen. Wie sieht es dann aus mit dem Abwasserwärmetauscher in der Planung? Und da möchte ich jetzt Frau Gäbelein bitten, zu übernehmen. Und sie wird uns jetzt eben in die Welt der Abwasserwärmetauscher in Polisan einführen. Ja, herzlichen Dank nochmal, Herr Zeus, und bitte, Hanna.
Okay, super. Ich hoffe, man kann meinen Bildschirm schon sehen. Im Moment sehen wir ihn noch nicht. Das ist schlecht. Hier ist er jetzt zu sehen. Dankeschön. Okay. Hervorragend. Also auch von meiner Seite nochmal danke, Herr Zeus, für die tolle Einleitung. Das macht es mir jetzt einfach, weil jetzt brauche ich gar nicht mehr erklären, wie das Ganze technisch funktioniert und kann mich ganz auf das Polysun fokussieren. Und ich freue mich auch wirklich, dass ich dieses Projekt und die Entwicklung dieser Komponente in Polysun begleiten durfte und dass ich das jetzt heute auch hier vorstellen kann. Wir haben vor einigen Jahren schon festgestellt, dass sich die Anlagen auch seitens unserer Polysun-Anwender gehäuft haben, die eben gerne Abwasserwärmetauscher in ihre Energiesysteme reinplanen möchten. Und wir hatten eben keine passende Komponente und deshalb bin ich umso glücklicher, dass die Zusammenarbeit mit Ulrich so hervorragend funktioniert hat, dass wir jetzt also in der Lage sind, das zu simulieren oder eben auch das Zusammenspiel mit dem gesamten Energiesystem richtig darstellen zu können. Persönlich finde ich das Thema hochspannend. Dort haben wir, wie wir schon gesehen haben, eine wirklich erhebliche Energiemenge, die jetzt zunehmend auch gehoben wird. Und bevor ich zur Vela Solaris gekommen bin, hatte ich schon das Vergnügen, auch eine solche Anlage im Monitoring zu beobachten. Und ja, ich würde mir wünschen, dass wir das viel mehr in unsere Energiesysteme mit reinbringen, gerade da, wo wir eben auch feststellen, es wird schwierig, andere erneuerbare Quellen zu aktivieren, weil Geothermie nicht möglich ist oder Luftwasserwärmepumpen zu laut und. Das kennen Sie alles. Genau, jetzt gucken wir mal ins Polysun. Und da möchte ich Sie gerne erstmal in die Komponente mitnehmen. Und für alle, die schon die Software installiert haben, mit dem neuesten Update auf Polysun 25.4 haben Sie diese Komponente auch schon verfügbar. Also da können Sie gerne auch dann selber mal reinschauen. Und ja, jetzt schauen wir doch mal, wie das aussieht. Und zwar finden Sie die jetzt in unserer Toolbar hier unter der Erdwärmesonde. Hier dieses kleine Icon, das ist der Abwasserwärmetauscher und den kann ich jetzt also entweder hier auf die Arbeitsfläche ziehen und dann mein Energiesystem ringsherum planen oder wie ich Ihnen später noch zeigen werde, können Sie auch unsere vorhandenen Systemvorlagen nutzen, verändern, anpassen, damit Sie nicht die ganze Arbeit alleine machen müssen. Gut, aber schauen wir uns erstmal die Komponente selber an. Wenn ich die jetzt öffne, dann sehen wir hier in gewohnter Weise die Komponentennutzeroberfläche und die besteht jetzt im Wesentlichen aus 3 Teilen. Das erste, wichtigste ist jetzt mal der Abwasserwärmetauscher. Und für alle, die noch nicht Anwender sind, wir haben hier dieses kleine Icon, das zeigt immer, dass darunter ein Katalog oder eine Datenbank liegt, in der Sie weitere Informationen hinterlegen können. Das heißt, das können wir mal öffnen, dann geht ein weiteres Fenster auf und hier sehen Sie eben die Eigenschaften von einem Modul dieses Abwasserwärmetauschers. Also Sie sehen schon, das geht Hand in Hand mit den Auslegungen, die Ulrich auch anbietet. Und wir haben jetzt hier ein Modul mit der Länge und Breite 1 Meter, einem Nenndurchsatz von 10 Liter pro Sekunde und einer Wärmeleitfähigkeit von 10.000 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Grundsätzlich haben Sie eben in allen Katalogen in Polysun auch die Möglichkeit, hier eigene Anlagen zu machen, indem Sie die Zeile kopieren und dann verändern. Gehen wir zurück auf die erste Ebene. Da ist also nicht so viel zu verändern. Sie würden nun weiterhin hier vorgeben, was die Nenndurchflusshöhe ist. Die müssen Sie natürlich kennen oder erfragen. Und die Anzahl der Module entsprechend der Auslegung. Oder vielleicht auch entsprechend der ersten Auslegung. Es kann ja auch sein, dass man da vielleicht ein paar Iterationen laufen lassen muss. Genau, dann kann man das immer wieder verändern. Damit hätten wir den Wärmetauscher, also die Platten im Kanal, definiert. Und als nächstes müssen wir den Kanal als sich noch festlegen. Dort haben wir jetzt für den Anfang mal 3 Profile hinterlegt in diesem Katalog, die wir so als Standard-Anwendungsfälle oder Standardkanäle mit Hilfe von Herrn Zeus
ja, herausgefiltert haben. Es kann sein, dass da auch immer mal weitere Profile hinzugefügt werden. Aber im Wesentlichen haben wir hier einen kreisförmigen Querschnitt, einen eiförmigen Querschnitt und maulförmig. Das ist dann eben so ein bisschen in die andere Richtung gedrückt. Genau. Hier sind dann Höhe, Querschnittsfläche und verschiedene andere Parameter, die wesentlich sind für das Modell, in dem Katalog selber beschrieben. Und das Wichtigste ist eigentlich hier ganz am Ende. Da sehen Sie eine CSV-Datei, das ist ein Teilfüllungsprofil. Das geht jetzt Hand in Hand mit dem Vortrag von Herrn Zeus eben. Da haben Sie schon gehört, dass eben der Füllstand sich ändern kann. Und das hat natürlich auf alle Parameter, die wir hier in diesem Katalog sehen, dann auch Einflüsse, die wir in der Simulation natürlich berücksichtigen wollen. Also wenn der Füllstand mal etwas niedriger ist, dann sollte das in der Simulation auch hervorgehen, damit wir auf keinen Fall unterschätzen, wie sich eben auch so ein ganz trockener Monat zum Beispiel oder eine Stunde am Tag auswirkt, in der wir eben nicht so viel Abwasser haben, dass wir das eben auch in der Simulation mit berücksichtigen können. Dafür also diese CSV-Dateien, die zeige ich jetzt einfach nochmal ganz kurz. Die können Sie sich dann gerne in Ruhe auch selber nochmal anschauen, aber im Prinzip ist das als eine Matrix zu verstehen, die dann als Berechnungsgrundlage für das Modell herangenommen wird und hier eben das Verhältnis setzt zwischen der Höhe und der maximalen Höhe zum Beispiel oder dem Teil oder der Fließgeschwindigkeit in Teilfüllung und der gesamten oder maximalen Fließgeschwindigkeit und so weiter. Gut, dann gehen wir hier mal raus. Damit hätten wir jetzt den Abwasserkanal beschrieben. Und was dann noch fehlt, ist die dritte Komponente, nämlich das Abwasser. Und da haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ganz kurz noch der Biofilmfaktor, der vorher noch angesprochen wurde, der kann hier auch eingestellt werden. Der ist defaultmäßig bei 0,4. Also das ist ein Verlustterm, der die Wärmeübertragerleistung reduziert. Und je nachdem können Sie den natürlich auch verändern, wenn Sie andere Informationen haben. Ansonsten ist das ein ganz guter Ausgangswert für die Berechnung. Gut. Und wenn Sie jetzt ein gemessenes Abwasserprofil haben, dann können Sie das hier über diesen Katalog einlesen und für die Simulation verwenden. Das ist natürlich der beste Fall. Und vor allen Dingen in Bestandsanlagen sollten Sie da eben vielleicht auch mit Hilfe von der Firma Urich sehr leicht drankommen, damit Sie das für die Simulation berücksichtigen können. Das Profil zeige ich Ihnen auch kurz. Das ist eigentlich sehr einfach. Wir haben hier eine zeitliche Auflösung, ein Jahresgang, der auch die Flusshöhe anzeigt und die Temperatur zum jeweiligen Zeitpunkt. Das heißt, dort wissen wir dann für ein exemplarisches Jahr, wie dieser Kanal durchströmt wird mit dem Abwasser, welches Potenzial wir also auch zur Verfügung haben. Die zeitliche Auflösung ist jetzt hier recht klein, die kann gerne auch größer sein, also je nachdem, was Ihnen dort vorliegt, vielleicht ein Stundenprofil. Das ist also nicht festgesetzt. Gut, und dann kann es natürlich sein, dass Sie recht früh in dem Projekt sind und erstmal das vielleicht auch in einer Machbarkeitsstudie als grobe Idee untersuchen wollen. Dann haben Sie dieses Profil noch nicht und es dauert ein bisschen, bis Sie das bekommen. Deshalb haben Sie auch die Möglichkeit hier zu sagen, nein, ich möchte kein Profil verwenden. Und hier können Sie jetzt sagen, es gibt eine konstante Höhe des Abwassers. Das ist natürlich eine starke Vereinfachung, aber für die allerersten Überlegungen ist das manchmal auf jeden Fall hinreichend. Und dann können Sie noch sagen, Sie möchten die Grundwassertemperatur Ihres gewählten Standortes, also zum Beispiel in Köln, in Frankfurt am Main, in Berlin, wählen. Die sind mit den Wetterdaten verfügbar über Polisan. Wir haben festgestellt, dass das als Annäherung auch ganz gute Ergebnisse liefert, wenn man eben keine Temperaturdaten vom Klärwerk jetzt bekommen kann. Wenn Sie die nicht verwenden wollen, dann können Sie für das ganze Jahr eine feste Temperatur hier einstellen, zum Beispiel von 10 Grad.
13 Grad, je nachdem, was Ihnen dort vorliegt. Wenn Sie sagen, ja, ich möchte die Grundwassertemperatur verwenden, dann haben Sie hier über diese Zeile Temperaturverschiebung auch noch die Möglichkeit, eine jahreszeitliche Amplitude hinzuzufügen, wo man dann sagt, gegen Ende des Sommers sind die Temperaturen etwas höher als am Ende des Winters und diese Schwankung wird dann hier mit berücksichtigt. Gut, das war jetzt der Schnelldurchlauf dieser Komponente. Ich schaue auch ein bisschen auf die Uhr, damit wir das nicht überstrapazieren, aber Sie können gerne auch noch zu den einzelnen Punkten Fragen stellen. Aber im Wesentlichen komme ich mal darauf zurück, dass die Auslegung, die Sie auch zum Beispiel von Ulrich zur Verfügung gestellt bekommen, die können Sie hier parameterweise einfügen oder sich dann eben auch von Ihnen oder von uns begleiten lassen in der Simulation im Aufbau von dieser Abwasserkomponente. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie fügt sich das eigentlich in das Energiesystem mit ein? Und dafür haben wir Ihnen auch mit dem neuesten Update 3 Systeme zur Verfügung gestellt. Und ich zeige jetzt hier mal eins, was ich eigentlich sehr schön finde. Das ist jetzt eine exemplarische Schule, ein Neubau, den wir regenerativ versorgen wollen. Da ist auch eine Turnhalle dabei und wir haben einen gewissen Warmwasserbedarf für die Duschen. All das soll über Wärmepumpen realisiert werden. Ja, und hier sieht man eigentlich auch, wie schön sich das in das Energiesystem einfügt. Wir haben also hier eine Sohlewasser- oder Wasserwasser-Wärmepumpe, die einen Pufferspeicher, einen Kombispeicher belädt auf unterschiedlichen Temperaturniveaus, um eben die Fußbodenheizung zu versorgen und auch hier die 60 Grad, die wir für die Duschen, für das Duschwasser, Brauchwarmwasser zur Verfügung stellen müssen. Und hier unten haben wir auch noch eine Kühlung, das haben wir eben auch schon gehört. Kühlung funktioniert auch hervorragend mit Abwasserwärmetauschern und die meisten Wärmepumpen können auch schon den Kreislauf einfach umdrehen. Also Sie können natürlich die passive Kälte auch direkt nutzen, aber wenn wir eine gewisse Kältemenge oder auch niedrigere Temperaturen zur Verfügung stellen müssen oder Kälte geliefert werden muss, wenn Sie zum Beispiel als Contractor da herangehen, dann funktioniert das ganz gut über diese Wärmepumpen. Und das ist also hier unser Kühlkreis, der dann die Wärme an den Abwasserwärmetauscher liefert und dieser gibt das dann an den Kanal ab. So können wir gleich beide Effekte gut nutzen und ich habe das schon mal vorsimuliert. Jetzt schauen wir mal in die Ergebnisse rein, die Polysun uns hier liefert, speziell für den Abwasserwärmetauscher. Also wir haben darauf geachtet, dass Sie alle Ergebnisse haben, die Sie dann auch brauchen, um zum Beispiel Erlaubnisse oder ja, Informationen für andere Stakeholder zur Verfügung zu stellen aus dieser Simulation. Und das ist eben unter anderem auch die Austrittstemperatur des Abwassers. Also manchmal gibt es dort Grenztemperaturen, die nicht unterschritten werden dürfen, natürlich im Kühlfall nicht überschritten werden dürfen. Wir sehen hier den Energiefluss. Das ist also die Bilanz, wie Sie sehen können hier unten, wie viel Energie wird pro Jahr dem Abwasser entzogen und wie viel können wir mit dem Heizen ins Abwasser reinbringen. Und eine weitere relevante Größe für manche Auslegungen ist auch die Temperaturverschiebung, also die Temperaturdifferenz des Abwassers vor dem Wärmetauscher und nach dem Wärmetauscher. Also auch da gibt es manchmal Vorgaben, dass diese Temperaturdifferenzen ein bestimmtes Kelvin nicht überschreiten dürfen. Und das können Sie also hier mit berücksichtigen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel drauf schauen, ist meine Auslegung vielleicht auch noch nicht ganz ideal. Wir sagen, vielleicht ist die Grenztemperatur beim Abwasser, die wir nicht unterschreiten dürfen, bei 8 Grad. Und ich komme hier irgendwann mal mit 6 Grad zurück in den Kanal. Dann ist das vielleicht nicht ideal. Dann muss ich jetzt also meine Auslegung noch weiter anpassen. Vielleicht ein bisschen auch mit der Regelung meiner Wärmepumpe, mit dem Durchfluss arbeiten. Also all die Schritte nachvollziehen, die Sie eh schon in Ihrer Arbeit im Polysun kennen oder vielleicht noch kennenlernen werden für die Auslegung. Und da helfen Ihnen diese Resultate, die wir hier haben. So.
Das mal in aller Kürze. Natürlich liegt das dann auch vor auf Zeitschrittbasis als grafische Auswertung. Sie können das als Stundenwerte exportieren und in andere Auswertungen mit einfügen. Und so haben Sie dann wirklich alle Daten und Datenformate, die Sie eigentlich brauchen, um Ihr Energiesystem auch gut zu beschreiben. Ich habe jetzt dieses System hier ausgewählt, um es zu demonstrieren, weil es schön übersichtlich ist und ja, eher einen kleinen Anwendungsfeld darstellt. Wir haben Ihnen aber jetzt auch 2 Vorlagen mitgeliefert, die Wärmenetze beinhalten. Und die dürfen Sie sich dann gerne im Nachgang in Ruhe anschauen. Ich zeige sie jetzt hier einmal kurz. Wir haben also einmal ein kaltes Nahwärmenetz ja, von Wohngebäuden, die sowohl beheizt als auch gekühlt werden sollen. Und hier nutzen wir in diesem Kreislauf die passive Kühlung. Das heißt, hier gibt es keine aktive Kühlung über eine reversible Wärmepumpe, sondern wir nutzen einfach die Wärme, die der Kanal liefert. Und das hat natürlich bestimmte limitierende Größen, die Sie dann auch in der Simulation sehen werden. Das zweite ist ein recht großes Wärmenetz mit einer Mischnutzung. Genau, das holen wir uns auch noch kurz rein. So, das ist jetzt vermutlich, aber das haben Wärmenetze so an sich, dass sie die Vorlagen von Polysun für ihre Anwendung nicht direkt nutzen können, aber ich hoffe, dass sie vielleicht wenigstens Teile davon nutzen können für ihre Simulation, weil natürlich jedes Wärmenetz ein bisschen anders ist. Aber hier finden Sie viele Themen wieder. Wir haben hier Neubaugebäude, die wir über dezentrale Wärmepumpen versorgen können. Dann gibt es hier in der Mitte ein Bestandsgebäude, was also noch einen Spitzenlastwärmeerzeuger braucht. Das ist jetzt in diesem Beispiel ein Gaskessel, das muss aber kein Gaskessel bleiben. Dort gibt es auch andere gute Technologien. Und wenn wir hier noch mal ein bisschen runter scrollen, dann gibt es in diesem Wärmenetz auch ein Schwimmbad, was versorgt werden soll. Und hier unten haben wir eine zweistufige Wärmepumpenkaskade. Das wird jetzt auch häufig als Booster-Wärmepumpe ja, beschrieben, wo man eben aus einem ersten Hub die Quelle nutzt, um mit einer zweiten Wärmepumpe, die dann höhere Temperaturen verarbeiten kann, und effizienter die 60 Grad herstellt. Also hier finden Sie recht viele Technologien rund um dieses Thema Wärmenetze und Abwasserwärmenutzung oder Energienutzung, um es nochmal richtig zu formulieren, schon drin. Und ich hoffe, das hilft Ihnen, da Teilbereiche rauszunehmen, Ihre eigenen Simulationen zu starten. Und ja, wie Herr Wolf auch schon gesagt hat, unterstützen wir Sie dann natürlich in jeder Stufe Ihres Projektes gerne. Also kommen Sie auf uns zu, wenn Sie da jetzt schon Gedanken haben oder ja, einfach mal wissen wollen, was da auch möglich ist. Wir beraten Sie da gerne und helfen auch gerne, die nächsten Schritte in Polysun zu machen. Und damit komme ich jetzt mal zum Schluss. Andreas, ich darf an dich übergeben und du darfst die Fragerunde einleiten. Ja, herzlichen Dank, Hanna. Das war super spannend und wir haben auch in der Tat eine ganze Menge Fragen. Ihnen schon mal ganz herzlichen Dank für diese aktive Teilnahme. Und die meisten Fragen richten sich jetzt erstmal an Herrn Zeus, weil natürlich auch er den ersten Teil gemacht hat. Und insofern lege ich gleich mal los. Gibt es denn so Pi mal Daumen eine Richtgröße für die Leistung je Meter? Also die Leistung je Meter-Frage kommt häufig und die ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Also es gibt generell ist es sehr schwer, Faustregeln zu geben, weil einfach so viele Parameter mit reinspielen. Ich mache mal kurz klar, warum der Leistung pro Meter einer der schwereren und deswegen eigentlich auch keiner ist, den wir benutzen. Es ist erstens so, je größer der Kanal ist, also je breiter der Kanal ist, also je größer der Umfang, desto größer wird auch der Wärmetauscher und dementsprechend kann ich auf einen einzelnen Laufmeter deutlich mehr Leistung entziehen, wenn mein Wärmetauscher ich sage jetzt mal in der abgewickelten Breite 3 Meter groß ist, als wenn es nur 1 Meter groß ist. Dann steuert selbst, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe auf die Leistung pro Quadratmeter runter, wo natürlich dann
schon die Faustregeln ein bisschen verlässlicher werden, ist es so, dass die immer noch davon gesteuert wird, wie gut ist denn mein Wärmeübergang, was hauptsächlich das Abwasser reguliert, und wie kalt steuere ich mein Medium an, mein Abwasser an. Also ich habe Abwasser auf einer Temperatur X und ich habe Medium auf einer Temperatur Y, und ich kann natürlich wie bei jedem Wärmetauscher mich immer entscheiden, will ich einen möglichst kompakten Wärmetauscher bauen und nehme dafür ein paar mehr Grad an Exergieverlust in Kauf, also nicht Energieverlust, es geht keine Energie verloren, aber eben auf einer geringeren Wertigkeit, oder will ich einen Wärmetauscher, bei dem ich in Kauf nehme, dass er ein bisschen länger ist und dementsprechend ist mein Temperaturniveau ein höheres. Das steuert dann beispielsweise auch, wie viel Kilowatt ich auf einen Quadratmeter entziehen kann. Da ist aber ein guter, ich sag mal, ein guter Anhaltswert zu sagen, wenn ich 2 Kilowatt auf einen Quadratmeter entziehe, dann bin ich ungefähr oder häufig in der richtigen Größenordnung unterwegs. Kann auch mitunter mal deutlich mehr sein, aber man ist jetzt nie bei 100 Kilowatt auf dem Quadratmeter. Und man hat auch nie irgendwie nur 10 Watt auf dem Quadratmeter, sondern die 2 Kilowatt pro Quadratmeter sind mal so ein recht guter Anhaltswert. Auf dem Laufmeter ist es schwer zu sagen. Also ich hatte ja vorhin 2 Anlagen gezeigt, falls Sie sich noch erinnern, die Anlage in Stuttgart mit 2 Megawatt und die Anlage in Wangen im Wärmenetz mit 600 Kilowatt, meine ich muss jetzt gerade selbst nochmal kurz zurückblättern, wie die 300 Kilowatt sogar nur, die sind tatsächlich ziemlich ähnlich lang. Also die Anlage in Stuttgart ist ein bisschen über 250 Meter lang, die Anlage in Wangen ist um die 200 Meter lang, und die entziehen unterschiedliche Leistungen. Und das liegt einfach daran, dass in Stuttgart einerseits die Temperatur, mit der angesteuert wird, eine geringere ist, zweitens deutlich mehr Wasser im Kanal ist, drittens der Kanal dort halt 2,40 Meter und ein Rechteck ist. Also da habe ich im Prinzip unten sehr schnell sehr viel Fläche, und alles da trägt dann dazu bei, dass der Richtwert für Wärmeleistung je Laufmeter schwierig zu definieren ist. Ja, herzlichen Dank für die sehr detaillierte Antwort. Ich glaube, Sie haben auch sehr gut erklärt, warum es so schwierig ist, hier einen Richtwert zu finden. Und ich glaube, das ist für alle Teilnehmer jetzt sehr hilfreich. Eine weitere Frage haben Sie eigentlich schon beantwortet, während Sie die Folien gezeigt haben. Die betrifft die Wartung der Abwasserwärmetauscher. Also konkret sind die Abwasserwärmetauscher wartungsfrei. Wer wartet diese? Wie regelmäßig sollte man diese warten? Vielleicht können Sie noch kurz hinzufügen, in welcher Verantwortung das dann liegt. Also die Regelmäßigkeit der Wartung, die Verantwortung und ob die wartungsfrei sind, beantworte ich alle nochmal ganz kurz. Also wartungsfrei ist immer ein starkes Wort, das ich zwar gern verwenden würde, aber wir nehmen eigentlich immer wartungsarm, einfach weil, wenn man alle 20 Jahre mal hinfährt und nach dem Rechten schaut, ist es für mich zwar de facto wartungsfrei, aber man kann es auch wartungsarm nennen. Die Anlage, die wir angesprochen hatten, die jetzt seit 15 Jahren läuft, oder mehrere, aber eine konkret, da geht es jetzt darum, dieses erste Mal zu begehen seit der Zeit. Also da ist gar keine Wartung passiert. Bei den meisten Fällen, wo wir Projekte umsetzen, ist das eigentlich so der Regelfall, dass die Anlage, ich sage jetzt mal ganz auf salopp gesagt, in den Kanal geschmissen wird und dann da ihren Dienst tut und dann schaut da niemand mehr danach. Vereinzelt ist es mal so, dass sich gewünscht wird, dass man nach 5 Jahren noch mal einmal reinschaut, ob alles nach dem rechten, alles mit rechten Dingen zugeht, die Option dann zumindest erbeten wird, dass man es mal mit anbietet, was es kosten würde. Die Verantwortung liegt beim Anlagenbetreiber, also also beim Abwasserwärmetauscherbetreiber. Mit Anlagenbetreiber kann ja auch der Kanalnetzbetreiber gemeint sein, der ist es im Regelfall nicht. Was man nicht vergessen darf, ist, dass der Kanalnetzbetreiber sein Kanalnetz in regelmäßigen Abständen in Augenschein nimmt und auch reinigt. Das sind, ich sage jetzt mal, in Kanalabschnitten, die sehr, sehr häufig gereinigt werden, einmal jährlich. Und bei Kanalabschnitten, bei denen das nicht so der Fall ist, einmal 5-jährlich. Wie sehr sich daran gehalten wird, weil die natürlich wie alle mit Fachkräftemangel beziehungsweise generell zu viel Arbeit in zu wenig Zeit zu kämpfen haben. Da kann sowas dann auch mal vom Schreibtisch fallen. Dementsprechend ist die Notwendigkeit nicht gegeben, dass die Kanalnetzbetreiber da regelmäßig nach dem Rechten schauen, aber die Intervalle sind, ich sag mal, alle 5 Jahre kommt da ungefähr jemand vorbei. Und
das ist dann natürlich im Verantwortungsbereich vom Kanalnetzbetreiber, weil er es im Kontext Kanal macht. Aber wenn jetzt der Anlagenbetreiber sagt, ich würde gerne aber häufiger da eine Begehung haben, beispielsweise, dann wird die durch einen Anlagenbetreiber gemacht. Okay, Wie gesagt, es gut. ist ja nicht so, dass das Ganze eine Blackbox ist, sondern das Ganze lässt sich über Monitoring ja anschauen. Also das ist im Prinzip, Sie haben in der Heizzentrale einen Vor- und Rücklauf, wo Sensoren drin stecken, und dann sehen Sie, ob die Temperaturen, die zurückkommen, dementsprechend wie es ausgelegt ist. Die Erfahrung zeigt, dass das der Fall ist, auch wenn die Anlagen da jahrzehntelang performen. Aber wenn man da dann irgendwie mal trotzdem Grund zur Annahme hat, dass man irgendwie erspürt, dass man doch mal sehen würde, wie der gerne in echt aussieht, dann gibt es da auch immer die Möglichkeit, die zu begehen. Ist aber nicht notwendig. Okay, gut, wunderbar. Und ich meine, Wartung geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Sorgen. Und jetzt ein anderer Teilnehmer macht sich jetzt zum Beispiel auch Sorgen, dass die Organismen aufgrund der Abkühlung nicht mehr aktiv genug sind für den Betrieb im Klärwerk. Könnten Sie dazu etwas sagen? Haben Sie dazu Erfahrungen, auch jetzt im Austausch mit Kläranlagenbetreibern? Ja, also ich mache es jetzt erstmal auf der Ebene, dass alle sich was darunter vorstellen können. Es gibt im Klärwerk ja verschiedene Reinigungsstufen, wovon die temperaturabhängige die biologische Reinigungsstufe, also Nitrifikation, Denitrifikation sind. Und es ist nicht so, also es gibt einen Auslegungswert, der DWA zum Beispiel, die empfiehlt 12 Grad als Auslegungswert von meinen Belebungsbecken. Dementsprechend ist es so, wenn ich jetzt mit der Hypothese reinstarte, mein Abwasser 12 Grad, dann baue ich mein Belebungsbecken entsprechend in einer gewissen Größe, wo dann zwischendrin die verschiedenen Schlemme zirkulieren. Wenn jetzt mein Abwasser kälter kommt, dann sind die Bakterien nicht ganz so aktiv. Also es ist jetzt kein harter Threshold, dass quasi bei 11,9 Grad da dann komplett die Stickstoff, also die biologische Reinigungsstufe nicht mehr funktioniert. Aber es ist so, dass wenn ich quasi jetzt hypothetisch mal Eiswürfel ins Abwasser geben würde, dass dann die Bakterien dort die Arbeit weitgehend einstellen. Dementsprechend ist es natürlich ein Punkt, auf den die Kanalnetzbetreiber und Klärwerksbetreiber auch immer schauen und der auch vielseitig angegangen wird. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich einen Abwasserwärmetauscher in 20 Kilometern von der Kläranlage einbaue, das ist jetzt ein bisschen arg hochgegriffen, aber 10 Kilometer ist realistisch, je nachdem, wo die Kläranlage sitzt. Und ich natürlich jetzt nicht den kompletten Zulauf der Kläranlage abkühle, sondern einen kleinen Teilstrom davon, dann zeigt die Messung der Klärwerkszulauftemperatur keinen Ausschlag, egal ob ich jetzt den Wärmetauscher in Betrieb habe oder nicht. Noch dazu ist Okay. es so, also das ist ein anderer Effekt, die sich natürlich gegenseitig nicht bedingen, aber beide Effekte spielen mit rein, nämlich dass mein Abwasser ja auch ohne Abwasserwärmetauscher mitunter unter 12 Grad ankommt. Also wir sitzen in Geisingen, hier ist entweder kalt oder Winter, und die Abwassertemperatur hier ist mit Sicherheit auch im Winter sehr häufig unter 12 Grad, einfach weil es ja schon ein Ausläufer vom Schwarzwald ist. Da ist dann entsprechend die Kläranlage muss solche Temperaturen sowieso verarbeiten können. Es ist jetzt so, und dann taucht man schon sehr tief ein in die genehmigungsrechtlichen Themen. Jetzt ist ja gerade die kommunale Abwasserrichtlinie wieder überarbeitet worden, wo natürlich jetzt die Klärwerksbetreiber europaweit oder deutschlandweit zumindest mal am Rotieren sind. Dementsprechend ist es natürlich so, dass auf das Thema jetzt noch mal mehr drauf geschaut wird. Da hat aber die DWA und auch der Verband der kommunalen Unternehmen momentan eine recht gute Handhabe definiert. Also dass man sagt, wenn man jetzt sich mit dem Thema das erste Mal beschäftigt, dann ist eine gute Bagatellgrenze. Ich schaue mir an, wie viel Abwasser habe ich auf der Kläranlage, wie viel Abwasser habe ich an dem Standort, wo ich die Abwasserwärme entziehen will. Wenn ich jetzt hier Wärme entziehe und mir dann anschaue, was bedeutet das auf die komplette Fließmenge auf der Kläranlage runtergerechnet, unter 0,5 Kelvin Abkühlung ist Bagatellgrenze. Also da wird die Kläranlage keine Veränderung spüren, weil ja dann noch zusätzlich Lastprofile, also ist ja nicht so, dass die Anlage dann Strichvolllast läuft. Okay. Beispiel aus Ja, Stuttgart zum Beispiel, und dann bin ich die Antwort auch ab, Entschuldigung, dass es so lang ist. Wir haben in Stuttgart ja die 2,1 Megawatt Anlage liegen und ein paar andere Anlagen auch noch. Und die Stadtentwässerung Stuttgart hat sogar in ihrer Nutzungsvereinbarung eine Abschaltklausel drin. Wenn denen die Temperatur in der Kläranlage zu kalt würde, würden sie den Stecker ziehen, sage ich mal. Die Option ist aber noch nie gezogen worden, weil die an der ja, Kläranlage davon gar nichts merken.
Ja, ich glaube, dass das vermittelt gut, dass das mehr Sorgen sind als wirkliche Probleme, denn bei Stuttgart ist ja die Entzugsleistung unheimlich hoch und trotzdem gibt es Genau. keine Probleme. Ja. Ja. Gut, dann kam eine Frage mehrmals, das fand ich sehr spannend, und zwar, gibt es einen minimalen Kanalquerschnitt für einen Abwasserwärmetauscher? Ja, also wir haben in der Vergangenheit über DN 400, also 40 Zentimeter, eingebaut, sind jetzt aber dazu übergegangen, über DN 800 nur noch einzubauen. Also woher diese Maße kommen, DN 800, 80 Zentimeter, das sind die kleinsten begehbaren Kanäle. Mhm. Alles drunter ist nicht mehr begehbar. Also streng genommen ist DN 1000 begehbar, DN 800 ist zu Inspektions- oder zu Montagezwecken eben begehbar. Unter DN 800 ist nicht begehbar, und wenn man sich 80 Zentimeter Rohr vorstellt, da wird es auch dann physisch schwer reinzukommen. Und unter DN 800 haben wir früher Wärmetauscher als Einschublösung angeboten. Also technisch ist das möglich. Es ist halt erstens eine Wirtschaftlichkeitsfrage, weil ich dort immer die Haltemanschetten brauche. Und zweitens stellen sich halt zunehmend für die Kanalnetzbetreiber die Fragen, wie man damit umgeht, wenn dann die Nutzungsvereinbarung abläuft einerseits, oder wenn man später zum Beispiel eine Erweiterung von Anlagen machen will andererseits, oder was passiert im hypothetischen Wartungsfall, wenn jetzt irgendwo eine Undichtigkeit nach Jahr 27 festgestellt wird. Und die Fragen sind in einem begehbaren Bereich durch den modularen Aufbau sehr einfach zu beantworten, weil ich dadurch einzelne Module tauschen oder einzelne Module anbauen kann. Im nicht begehbaren Bereich ist es dann immer mit einem größeren Aufwand verbunden, und weil die dadurch, ich sag mal, einen sehr hohen Projektierungsaufwand haben, sehr selten zu einer wirtschaftlichen Wärmenutzung führen und eben auch dann die Kanalnetzbetreiber noch ein bisschen vor Kopfschmerzen stellen, was wir ja auch vermeiden wollen, sind wir dazu übergegangen, da nicht mehr zu projektieren. Also 80 Zentimeter ist der Mindestdurchmesser, durch den wir projektieren. Okay, Damit gut, verbunden ist herzlichen auch Dank. die Mindestabflussmenge, wenn ich die vielleicht noch kurz ergänzen darf, weil die Frage geht in die gleiche Richtung, das sind 10 Liter pro Sekunde. Und unterhalb von denen haben wir zwar Projekte, das sind Einzelfälle, also Ausnahmen bestätigen immer die Regel grundsätzlich, aber normalerweise macht eine Projektierung ab 10 Litern pro Sekunde Sinn, und das entspricht dann einer Entzugsleistung, die man da rausholen kann, weitgehend problemlos von, ich sag mal, 100, 120 Kilowatt. Okay, das sind natürlich auch nochmal wichtige Orientierungsgrößen. Ja, danke schön. Dann beantworte ich schnell eine Frage zur Präsentation. Also ich möchte sagen, ich habe ja auch schon zu Beginn gesagt, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet worden ist und dass alle Teilnehmer im Nachgang einen Link erhalten, unter dem Sie sich die Aufzeichnung nochmal anschauen können. Insofern haben Sie natürlich über die Aufzeichnung ohnehin Zugriff auf das, was wir heute gezeigt haben. Dann gab es eine Frage zur hydraulischen Anbindung. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht doch ein bisschen zu kompliziert ist, im Rahmen dieses Webinars das zu beantworten. Eventuell könnte man das später auch noch schriftlich beantworten. Was meinen Sie, Herr Zeus, dazu? Ich kenne jetzt die Frage im Wortlaut nicht. Also Vielleicht ist sie schnell die beantwortet. Frage ist die hydraulische Anbindung, wie würde die hydraulische Anbindung der einzelnen Elemente aussehen? Frage in Klammern Tichelmann. In Klammern ja. Okay, gut, das ist schon mal gut. Und wenn Sie das weiter interessiert, ich wende mich jetzt an den Teilnehmer, dann können Sie uns ja nochmal schreiben. Auch noch eine Frage vom selben Teilnehmer. Wird das System mit Wasserglykol gefahren oder Wasser? Ich Beides. nehme Also an, wir das haben bezieht sich auf das ungefähr Medium. hälftig Anlagen mit Wasser oder mit Glykol. Also Bitte, nicht Entschuldigung? innerhalb der gleichen Anlage hälftig, sondern wir haben Anlagen, die mit Wasser laufen, und wir haben Anlagen, die mit Wasserglykol laufen. Das ist immer Okay. davon abhängig, wie betriebsspezifisch will ich betriebsflexibel will ich sein. Habe ich gewässerschutzrechtliche Auflagen in der Anbindeleitung, weil die quert ja das Erdreich. Ähm, Habe ich hohe Abwassertemperaturen, dann nutze ich eher aus, dass Wasser die besten Wärmeübertragungseigenschaften hat. Habe ich kalte Abwassertemperaturen, dann nutze ich aus, dass mir mit Wasserglykolgemisch oder Wasserethanol oder Okay, gut, wunderbar. Wasserpolyglykol der Dann Verdampfer von der Wärmepumpe nicht tickt. Okay, dann wurden Ihre Abwasserwärmeübertrage in der Vergangenheit als direkte Wärmequelle von Wärmepumpen verwendet oder waren Sie auch in Projekte mit kalten Nahwärmenetzen involviert? Falls ja, wurden weitere Wärmequellen zusammen mit Abwasserwärme genutzt? Also wir
Wärmenetzen involviert, wo andere Wärmequellen genutzt waren. Also ein prominentes Projekt ist beispielsweise Bamberg. Da ist eine 1 Megawatt Anlage installiert worden und da ist auch Geothermie mit angeschlossen. Also es ist im Prinzip Geothermie und Abwasserwärme als ein Netzverbund und aus dem speisen sich dann verschiedene Abnehmer raus. Okay, gut. Wird der Wärmetauscher während des Betriebs des Kanales installiert? Ja, also der Kanal ist jetzt nicht so, dass man den Kanal da stilllegen muss und dann der da monatelang eine Baustelle hat und den Kanal nicht betreibt. Warum ich gezögert habe mit der Antwort ist, weil wir natürlich den Abwasserstrom während der Zeit irgendwie umleiten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem, wie der Kanal aussieht, wie viel Abwasser es ist, ob es ein vermaschtes Kanalsystem ist, ob ich die Platzverhältnisse habe, kann ich den Bypass im Kanal aufhängen. Ich kann den Bypass als externe Pumpenlösung bauen. Ich kann den Kanal einfach nur einschiebern und dann geht es einen anderen Weg lang. Alles schon gemacht, selbst im letzten Jahr habe ich alle 3 Varianten gesehen. Also der Kanal ist noch in Betrieb, aber wir stellen ihn dann für die Baustellendauer und es kann, ich sage jetzt mal, so eine durchschnittliche Baustelle geht irgendwie zwischen 2 und 6 Wochen, habe ich dann eben da oberirdisch oder unterirdisch, nicht oberirdisch, eine Bypassleitung verlegt, die dann den Trockenwetterabfluss transportiert. Im Regenwetterfall wird der Kanal geräumt und die Anlage überströmt. Die ist die ganze Zeit dauerhaft überströmbar installiert und sobald das Regenwetterereignis vorbeigezogen ist, geht man wieder in den Kanal zurück und baut weiter. Okay, herzlichen Dank. Dann kam eine Frage, die nichts mit dem heutigen Webinar zu tun hat, die werden wir schriftlich beantworten. Dann noch eine Frage zur Verfügbarkeit der neuen Komponente in Polysan. Also wenn Sie die Polysan auf die Version 2025.4 updaten, wie Sie das ja hier sehen können auf dem Bildschirm, dann haben Sie automatisch diese Komponente dabei. Also ich würde Sie bitten, machen Sie das einmal, falls Sie dann Probleme haben, dann melden Sie sich noch einmal bei uns. Dann jetzt kommt endlich eine Frage an Hanna, und zwar kann man auch eine dezentrale Wärmerückgewinnung simulieren, zum Beispiel inklusive eines Abwasserpufferspeichers? Das ist eine schwierige Frage, die ich so spontan vielleicht gar nicht beantworten kann, weil es mir noch ein bisschen zu abstrakt vorkommt. Also unter einem Abwasserpufferspeicher kann ich mir jetzt auch nicht direkt was vorstellen. Ich glaube, auch da würde ich den Teilnehmer bitten, dass wir uns vielleicht im Nachgang nochmal bilateral austauschen. Dann können wir das klären. Aber ich weiß nicht, Herr Zeus, haben Sie sowas schon mal gehört? Vielleicht können Sie das tatsächlich beantworten. Also simulieren ist eine andere Frage, wie ob ich das Thema kenne. Also das Thema kenne ich und da haben wir auch selber Lösungen für. Mit der also mit dem Hintergrund von der Simulation würde ich sagen, müsste man auf jeden Fall nochmal ein bisschen Grips reinstecken. Also die Frage, wenn die Frage dann ausformuliert ist, kann man nochmal damit sich auseinandersetzen, ob die mit der Komponente hier so schon beantwortbar ist. Ja, genau. Und den Teilnehmer, dessen Namen ich, wie gesagt, aus Privacy-Gründen jetzt nicht nenne, aber die betreffende Person weiß ja Bescheid, dass sie gemeint ist, würde ich jetzt einfach bitten, uns da vielleicht nochmal zu kontaktieren unter info@velasolaris.com und das noch ein bisschen auszuformulieren. Es hört sich auch ein bisschen danach an, dass Sie schon ein Projekt dieser Art haben oder an ein solches denken, und dann kann man das ja auch vertiefen und dann bilateral das klären. Gut, dann eine Frage: Kompensieren die Anlagensysteme geringe Abwasseraufkommen mit einem Heizstab oder sind die Anlagen mit ausreichend großen Speichern ausgelegt, um diese Flauten zu überbrücken? Die Frage ist ja im Prinzip darauf abzielend, auf welchen Wert lege ich aus. Also Abwasser hat natürlich tageszeitliche Schwankungen, aber ich würde jetzt nicht auf den Mittelwert auslegen und auch erst recht nicht auf den Maximalwert, geschweige denn auf Regenwetter. Also es wird immer auf Trockenwetter ausgelegt. Das war ja die Unterscheidung, die ich vorhin mal kurz gegeben hatte.
Und die Abwasserwerte werden im Normalfall so gewählt, dass immer wenn die Leistungsanforderung kommt, also der Wärmetauscher beispielsweise irgendwo realistischerweise zwischen 6 und 24 Uhr mal angefragt wird auf seine Leistung, dass dann die Abwasserwerte auch überschritten sind. Das verifiziert man im Vorhinein ja, bevor man also zwischen diesem, ich habe eine grobe Idee, wie viel Abwasser drin ist und ich baue einen Wärmetauscher ein, liegt immer ein Messschritt, wo ich dann die Abwasserwerte am Standort nochmal erhebe über einen Zeitraum von 2 Wochen, 4 Wochen, was auch immer. Und man legt da auf Werte auf, die entsprechend sehr häufig bis fast immer überschritten sind. Und die Situation, dass dann der Wärmetauscher, ich sage jetzt mal, einen halben Tag trocken fällt, die gibt es nicht. Also wenn sich so eine Situation abzeichnen würde, wäre an der Stelle sehr wahrscheinlich kein Abwasserwärmetauscher eingesetzt worden. Okay, gut, wunderbar. Dann kam noch einmal eine Frage zu Polisan. Ich möchte noch einmal betonen, die Systeme, die Frau Gäbelein Ihnen gezeigt hat, 82a, 82b, 82c, sind in Polisan selbst enthalten. Also updaten Sie einfach und dann haben Sie diese Systeme. Dann welche Temperaturbegrenzung gibt es? Min, Max beim Entzug, Eintrag im Heiz- oder Kühlfall? Also Temperaturbegrenzung auf der warmen Seite ist, ich sag mal, gesetzlich 35 Grad darf das Abwasser am Ende, also mal umgekehrt gesagt, wenn ich Abwasser einleite in den Kanal, darf es nicht wärmer als 35 Grad sein. Dass sie das Abwasser bis auf 35 Grad erwärmen, ist absolut unrealistisch. Also technisch alleine schon, weil das sind enorme Wärmemengen, die man dafür braucht. Die relevantere Größe ist quasi, was die Kanalnetzbetreiber mit Blick auf, ich sag mal, Geruchsentwicklung, mit Blick auf Korrosion im Fall von Eintrag und mit Blick auf die Biologie von der Kläranlage und stromabwärts liegende weitere Verbraucher auf der Entzugsseite sehen. Gängige Größenordnungen sind, dass man am Standort nicht mehr als 3 Kelvin abkühlen soll, beziehungsweise nicht mehr als 3 Kelvin erwärmen. Das ist aber eine Sache, die stadtspezifisch ist. Also es gibt Kanalnetzbetreiber, die beispielsweise nur 1 Kelvin Erwärmung tolerieren, aber 3 Kelvin Abkühlung. Es gibt Kanalnetzbetreiber, bei denen gar keine Erwärmung toleriert wird, aber 3 Kelvin Abkühlung. Es gibt auch Kanalnetzbetreiber, die sagen, macht, was ihr wollt, solange ihr den Teilvolumenstrom an Stelle XY nicht auf unter 10 Grad abkühlt. Also das kann man nicht pauschal beantworten, aber man ist, ich sag mal, in realistischer Größenordnung unterwegs, wenn man 3 Kelvin Abkühlung und 3 Kelvin Erwärmung nicht überschreitet. Okay, gut, wunderbar. Die Frage zum Flusswasserwärmetauscher werden wir auch noch schriftlich beantworten. Dann kam auch hier eine sehr lange und sehr spezifische Frage, die jetzt auch alleine schon fast meine Fähigkeit des Lesens übersteigt. Deshalb würde ich jetzt einfach auch mal sagen, dass wir die auch schriftlich beantworten. Die Person ist sicherlich, weiß sicherlich Bescheid, wen ich meine. Dann, das ist jetzt eigentlich eine Frage, die Polisan betrifft, und zwar, Hanna, hast du ja den Katalog gezeigt und die einzelnen Kennwerte und da kommt die Frage, meinen Sie in der Komponente mit der Wärmeleitfähigkeit den Wärmedurchgangskoeffizienten? Nein. Ja, Herr Zeus hat auch schon den Kopf geschüttelt. Okay, gut. Dann hat sich das eigentlich auch damit schon geklärt. Also die Antwort ist nein. Dann sind auch wieder zu Polisan, bei den Resultaten, beim Energiefluss, Entnahme Winter und Einspeisung Sommer in den Übergangsmonaten, also sprich Frühjahr, zum Beispiel jetzt, kombiniert, oder kann man die Werte auch getrennt erfassen? Also die Frage verstehe ich so, kann man getrennt Entnahme und Einspeisung sehen? Also was die Komponente Abwasserwärmetauscher betrifft, ist das nicht der Fall. Wir haben das eben vielleicht kurz gesehen. Es gibt hier dieses Resultat, das heißt Energiefluss. Das heißt, das, was aus dem Abwasser entzogen wird und im Sommer das, was aus der Kühlung zum Beispiel zurückgeführt wird. Und
Das betrifft ja nicht nur die Übergangsmonate, sondern wenn wir Wärmenetz haben, dann haben wir ja oft in allen Monaten oder sogar tageweise parallel den Betrieb, dass wir sowohl entziehen als auch Wärme dort loswerden wollen. Und es gibt in dem Sinne kein getrennt, also es ist ja ein und derselbe Abwasserwärmetauscher, über den das läuft, und deshalb kann man das jetzt vielleicht mathematisch künstlich aufteilen, aber ich glaube auch nicht, dass das einen großen Mehrwert dann für die Betrachtung in der Realität hat. Also es ist ein Resultat, das uns sagt, welcher Energiefluss geht über diesen Abwasserwärmetauscher. Okay, gut, danke. Dann kamen auch noch mal 2 Fragen in einer an Herrn Zeus. Herr Zeus, ich würde vorschlagen, dass Sie die auch schriftlich beantworten, weil es sonst vielleicht hier auch etwas lang sind. Dann weitere Fragen, die sehr, sehr lang sind. Auch dort werden wir schriftlich reagieren. Ich schaue gerade noch mal weiter. Ja, dann kam noch mal eine Frage, ob der Wärmetauscher im laufenden Abwasserbetrieb montiert werden kann. Das hatten Sie ja bereits beantwortet, wie das möglich ist. Auch noch mal hier noch mal eine sehr lange Frage, die wir auch wieder schriftlich beantworten werden. Ja, vielleicht dann noch eine interessante Frage. Wird die Vorauslegung der Firma Urich für eine Simulation benötigt oder kann man auch nur Anhang von Kanalparameter und Abwasserparameter, kann man auch nur anhand, okay? Kann man auch nur anhand von Kanalparametern und Abwasserparametern die Entzugsleistung und die Energiemengen simulieren? Also das ist eine interessante Frage, weil sie uns praktisch alle betrifft, sowohl Urich als auch Villa Solaris. Hanna, vielleicht, was würdest du dazu sagen? Kann man nur mit Polysan arbeiten oder braucht man Urich? Ja, also ähnliche Fragen haben wir immer, wenn wir mit Eisspeichersystemen unterwegs sind. Also Sie brauchen einen Experten, der die Anlagentechnologie auch gut kennt und der Erfahrung in diesem Bereich hat. Ich glaube, dass es ja mitunter pragmatisch sein kann. Deshalb bieten wir das ja auch an, ohne Abwasserprofil zum Beispiel das Ganze mal vorzusimulieren, um vielleicht oder Erkenntnisse zu gewinnen für den Rest des Energiesystems, zum Beispiel, wie sich die Wärmepumpen verhalten könnten. Aber sobald das konkreter wird und Sie wissen wollen, wie viele von diesen Modulen sollen Sie denn installieren, was wäre dort geeignet, sollten Sie sich auf jeden Fall mit Experten da zusammentun und eine saubere Auslegung machen lassen. Okay. Vielleicht ja, ergänzen noch, wenn die Abwasserparameter, also wenn ich da jetzt, ich sag mal, würfle, welche Werte ich eintrage für den Kanal, dann kommt am Ende was raus, also irgendwas kommt raus, aber es kommt nichts raus, was einen was bringt. Also gerade wenn ich jetzt die Abwassersituation und dann das Zusammenspiel aus, wie sieht mein Wärmetauscher aus, tatsächlich belastbar und nicht nur so, dass ich irgendwelche Zahlen produziert habe, anschauen will, dann macht es Sinn, eine Auslegung, dass wir eine erste Auslegung machen und dann hat man die Parameter ja, die man einpflegen kann und kann dann sich eben für diesen ausgelegten Wärmetauscher die Betriebszustände anzeigen lassen. Wenn man richtig redet, geht es natürlich auch ohne uns. Genau, wunderbar. Ja, das zeigt also, Antwort, alle werden gebraucht. Und natürlich dann bei der Installation ohnehin, also ich meine, klar, es ist ja ohne Urich geht es sowieso nicht, um das mal klar zu sagen. Dann noch eine Frage an dich, Hanna. Ist geplant, noch weitere Polysan-Vorlagen mit Abwasserwärmetauschern aufzunehmen in Polysan in Zukunft? Grundsätzlich erweitern wir das ständig. Aber also da sind auch Sie als Anwender gefragt, uns auch mal gerne mitzuteilen, was Sie sich dort wünschen würden oder was Ihre typischen Anwendungsfälle sind. Gerade im Bereich Wärmenetze könnten wir wahrscheinlich auch 1000 Vorlagen bauen und keines würde dem entsprechen, was Sie tatsächlich bauen wollen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Also
dort würde ich Sie wirklich einladen, wenn Sie was Konkretes brauchen oder vermissen, dann nehmen Sie doch gerne mal Kontakt mit uns auf und eventuell lässt es sich leicht anpassen und wenn nicht, dann unterstützen wir Sie gerne, um die Vorlage aufzubauen und ob wir das dann publizieren, das können wir gerne auch besprechen. Aber wir arbeiten da mit unseren Anwendern zusammen, um das zur Verfügung zu stellen, was wirklich gebraucht wird. Genau, und ich finde das auch ein schönes Schlusswort. Wir brauchen auch Sie. Also wir hatten ja gesagt, brauchen wir Vela Solaris und Urich? Ja, und wir brauchen auch Sie. Also das, was Sie hier auch auf dem Bildschirm sehen, ist natürlich auch das Ergebnis auch Ihrer Wünsche. Wir haben den Abwasserwärmetauscher umgesetzt, weil er eben von zahlreichen Kunden gewünscht wurde und wir haben jetzt einen ersten Schritt gemacht und jetzt sind Sie natürlich auch als Anwender dran, um das auszuprobieren, um uns Feedback zu geben und darauf freuen wir uns natürlich. Mir ist bewusst, dass wir jetzt noch nicht alle Fragen beantwortet haben. Einige sind zu komplex und andere betreffen nicht unbedingt dieses Webinar. Wir werden aber das natürlich schriftlich nachholen. Und wir haben jetzt ohnehin schon überzogen. Insofern würde ich sagen, dass wir jetzt uns bei Ihnen für die sehr aktive Teilnahme bedanken. Und natürlich gilt ein ganz besonderer Dank an Herrn Zeus für seine Teilnahme, für seinen Beitrag, für seine Mitarbeit generell in diesem Projekt. Ganz herzlichen Dank und ja, ganz herzlichen Dank natürlich auch dir, Hanna, dass du uns hier in Polisan eingeführt hast mit dem Abwasserwärmetauscher. Es freut uns sehr, dass wir eben jetzt diesen ersten Schritt gemacht haben, das umzusetzen. Und ja, wir freuen uns auf Ihr Feedback und danken Ihnen recht herzlich für die Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. Danke auch von mir.